Auch der Maschinen- und Anlagenbau blieb 2022 nicht von Überraschungen verschont. Der Ukraine-Krieg hat die Weltwirtschaft durcheinandergewirbelt und insbesondere in Europa für Energieengpässe gesorgt. Aber auch einige Erwartungen haben sich nicht realisiert, insbesondere was die Lieferketten betrifft. Gleichwohl hat sich der Maschinenbau recht gut geschlagen. Er ist robust durch das Jahr 2022 gekommen. Wir erwarten ein reales Produktionsplus von 1%. Und auch im nächsten Jahr sollte ein tieferer Absturz uns erspart bleiben. Hier lautet unsere Prognose auf -2% real für die Produktion. Die Maschinenbauer sind krisenerfahren, sie sind innovativ, sie sind global unterwegs. Insofern überrascht es nicht, wenn sie vergleichsweise optimistisch in das neue Jahr schauen. So das Ergebnis zumindest unserer letzten Mitgliederumfrage. Knapp die Hälfte der Unternehmen schaut verhalten optimistisch oder gar optimistisch auf das neue Jahr 2023. 38% sind unentschieden, was nicht verwunderlich ist. 14% sind eher pessimistisch gestimmt mit Blick auf das Jahr 2023. Dieser überwiegend optimistische Blick schlägt sich natürlich auch nieder in den Beschäftigungsplänen. Viele Unternehmen wollen zusätzliche Mitarbeiter einstellen, so sie denn überhaupt finden. Wir haben natürlich ein Problem des Fachkräftemangels. Das betrifft nicht nur den Maschinen- und Anlagenbau, das betrifft praktisch alle Branchen und das begrenzt natürlich auch den Aufbau. Gleichwohl konnten wir die magische Marke von 1 Million Beschäftigten im Maschinen- und Anlagenbau, dem beschäftigungsintensivsten Industriebereich, halten. Und das betrifft ja nur die Unternehmen von mehr als 50 Mitarbeiter. Dazu kommen nochmal rund 200.000 Mitarbeiter in kleineren Unternehmen. Also alles gut? Mitnichten. Es gibt reichlich Anlass zur Verunsicherung der Maschinenbauer selbst, aber auch ihrer Kunden, was letztlich natürlich dann auf deren Investitionen und damit auf unser Geschäft zurückspielt. Materialengpässe, die Frage der Energieversorgung, der globale Handel, insbesondere der Handelskrieg zwischen China und den USA. Alles das treibt dem einen oder anderen natürlich Sorgenfalten ins Gesicht. Was heißt das nun für das kommende Jahr? Natürlich wird vieles davon abhängen, wie wir diese Probleme bei der Material- und Energieversorgung in den Griff bekommen. Dazu kommt, werden wir Investitionen haben in die dringend notwendige Transformation. Die Themen sind bekannt. Digitalisierung, Dekarbonisierung, das Thema Demografie oder auch die Deglobalisierung. Alles das sind Transformationsthemen, wo wir Schnelllösungen brauchen, damit wir dann auch positiv wieder in die Zukunft schauen können und die Investitionen, die dafür notwendig sind, getätigt werden. Wenn das der Fall ist, dann kann der Maschinenbau auch im Jahr 2023 durchaus positiv überraschen.